Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech. Wir sind bei Alpha Strike und ich bin hier mit dem Hannes. Hannes, grüße dich. Hi. Hannes, stell dich doch kurz vor und sag uns bitte gerne, was deine Firma so macht. Mein Name ist Johannes Klick, ich bin der Geschäftsführer der Alpha Strike Labs GmbH und was wir durchführen, sind globale Internetscans. Wir identifizieren dadurch dann Systeme, die im Internet sind, die auch Angreifer erreichen können, deren Schwachstellen und gucken auch, ob es dafür Exploits gibt. Okay. Und dazu schauen wir dann auch noch, ob es zu den Systemen, die wir halt finden, ob es dann auch geleakte Informationen gibt im Internet, im Darknet dazu halt. Also ob es Angreifer gibt, die Systeme kompromittiert haben, die dann Zugangsdaten dazu halt verkaufen im Darknet, die finden wir auch, weil die ja typischerweise auch Angreifer nutzen, um in die Unternehmen halt einzudringen. Also um es ganz grob zusammenzufassen, wir bereiten die Angreiferperspektive für den Kunden. Also ein Kunde kommt zu uns und sagt, was kann ein Angreifer alles über mich finden und nutzen, um in mein Unternehmen einzudringen und einen Cyberschaden zu verursachen. Und wir ermitteln genau all diese Daten und stellen dem Kunden zur Verfügung. Das heißt, der Kunde muss jetzt nicht überlegen, was brauche ich an Schutzmaßnahmen, um mich gegen eventuelle Angriffe zu wehren, sondern ihr ermittelt quasi schon, wo die Schwachstellen sind, wo die Angriffspunkte sind, um entsprechend dann den Kunden bestmöglich zu beraten, was er an Schutzprodukten sich anschafft. Ja, im Großen und Ganzen ist es letztendlich so, muss man sich das halt vorstellen, dass wir jetzt keine Produkte verkaufen, die jetzt den Schutz durchführen, sondern aber wir erkennen die Schwachstellen. Schwachstellen, also letztendlich kann man es auch so vorstellen, dass als wenn ich einen Panzer hätte und ich gehe halt um den Panzer herum und gucke, oh, da ist eine Armor-Schwachstelle und da ist eine Schwachstelle. So in etwas tun wir das halt auch, bis dass wir halt die Cyber-Schwachstellen finden und alle Informationen, die ein Angreifer halt nutzen könnte. Und dann kann der Kunde daraus ableiten, warum habe ich denn so viele schwachstellenbehaftete Systeme? Wie kann das denn eigentlich sein? Warum sind denn so viele Zugangsdaten zu meinen internen Systemen oder externen Systemen dann im Darknet zu finden? Und daraus kann er dann quasi weitere Handlungsmaßnahmen ableiten. Und da beraten wir natürlich dann auch. Aber primär ist unsere Hauptfunktionalität, dass wir halt global die Schwachstellen eines Unternehmens halt quasi identifizieren und diese Schwachstellendaten bereitstellen. Okay. In einem Tool wohlgemerkt. Okay, und ihr seid natürlich in Deutschland ansässig, das heißt auch, was Datenschutz angeht und Co. seid ihr gut aufgestellt. Genau, wir sind DSGVO-konform, wir sind ein deutsches Unternehmen, wir sind auch private Eigentümer. Das ist natürlich ein absoluter USP. Wir sind auch der europäischste, größte Internetscanner. Also es gibt sonst eigentlich nur amerikanische Mitbewerber und wir sind der größte in der Europäischen Union. Und das ist schon ein großes Alleinstellungsmerkmal, weil wir 3 Milliarden IP-Adressen alle 4 Stunden halt scannen und eine riesen Datenbank quasi darüber aufbauen. Ich kann auch sagen, was Ihr Unternehmen vor 10 Jahren im Internet hatte. Das ist halt, sage ich mal, schon ein ziemlich großer USP. Also passt auf, was ihr treibt im Internet, sonst macht der Alpha einen Strike und dann seid ihr fällig. Genau, richtig. Habt ihr denn schon in der Rüstungsindustrie irgendwelche Kunden, worüber du sprechen darfst natürlich, ist ja immer auch eine Frage der... Also in der Rüstungsindustrie direkt nicht, aber wir haben natürlich Kunden, die halt Zulieferer sind, Automobilbereich etc. Also die Rüstungsindustrie ist ja sehr, sehr breit gefächert letztendlich. Es gibt ja auch viel Dual-Use-Güter. Aber wir haben natürlich auch DAX-Kunden entsprechend auch und gerade die haben ein Problem, dass die halt ganz viele lokale Residenzen haben in Indien, in China und da ist dann die Cybersicherheitshygiene nicht so groß und die haben ein riesiges Problem, dass die dann 500 Tochterunternehmen haben und die wissen gar nicht, wo sind eigentlich all meine Netzwerkdienste im Internet. Wir haben Fälle gehabt, da hat jemand irgendwo sich einfach einen Server gemietet, Kundendaten draufgepackt, dann ist derjenige in Rente gegangen. Oh nein. Und da war das System einfach über 5 Jahre verlassen, aber die Kundendaten waren noch da, es wurde einfach weiter bezahlt, er wurde nie abgekündigt. Und das haben wir dann halt gefunden. Ja. Der Kunde hatte vorher sich für 2 Millionen Euro ein riesen Security Operations Center halt gebaut. Und hatte irgendwo ein Riesenloch. Und hatte ein Riesenloch und hat es halt nicht gesehen. Und sowas finden wir halt natürlich, weil wir halt letztendlich das ganze Internet scannen und wir schmeißen alles weg aus den Daten, was nicht zum Kunden gehört. Und dadurch finden wir letztendlich alles. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der Mega cooler Service. Also gerade hier, wenn ich jetzt nochmal die Enforce Tech als solches betrachte für die Rüstungsindustrie, das sind ja zum Teil hier Riesenunternehmen und die haben mit Sicherheit auch in Teilen schon Systeme. Da hatten wir hier auch einige andere Aussteller in dem Pavillon, wo wir hier unterwegs sind heute. Und die haben zum Teil Einzellösungen, zum Teil gibt es gebündelte Lösungen, aber so hat man natürlich auf jeden Fall, weiß man, gegen was man sich schützen muss. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut. Vor allem, man darf nicht vergessen, durch die aktuelle Bedrohungslage, es gibt immer mehr Angriffe Russlands letztendlich, auch natürlich zielgerichtete Spionageversuche 100%. in die Rüstungsindustrie, darum geht es ja auch. Daten stehlen, Schutzmechanismen finden etc. Und da ist gerade genau da setzen wir letztendlich an. Wir können diese großen Unternehmen halt von außen identifizieren. Wir können sagen, okay, was kann denn der Russe eigentlich alles sehen? Welche Daten gibt es denn für euch? Und das ist für sie natürlich extrem wertvoll. Also daher wären wir ein absoluter guter Partner für die Rüstungsindustrie im Cyberbereich. Und man muss halt sagen, die Rüstungsindustrie ist im analogen Bereich sehr, sehr gut. Aber im Cyberbereich habe ich noch relativ wenig von denen halt gesehen. Und das, obwohl eigentlich der Cyberbereich vom Kostenfaktor eher ein Bruchteil von dem ist, was die anderen Systeme kosten. Ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Es ist halt super effizient, der Cyberbereich. Exakt. Ja. Also wenn man überlegt, so ein Kampfjet kostet zig Millionen Euro, Richtung 100, 120 Millionen. Was könnte man damit im Cyberbereich an... Ja, aber soweit
ist auch Also einfach auch mal ein bisschen Geld ausgeben in dem Bereich, weil die beste Rüstungsindustrie nützt uns nichts, wenn sie kompromittiert wird. Genau, also wir können auch selber Lagerdarstellung machen, weltweit. Hannes, vielen, vielen Dank für dieses schöne, erfrischende Interview. Macht bitte weiter so, was ihr macht. Alle Infos zu Alpha Strike findet ihr hier unten einmal in der Videobeschreibung als Information zum Anklicken. Und wir schauen mal, was es auf der NForce Tech noch so zu sehen gibt. Bleibt dran, abonniert den Kanal und kriegt die Glocke für weitere Videos. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.